willkommen zu der schon dritten Folge Zap. So, fangen wir an. Wer es noch nicht mitbekommen hat, vor einer Woche circa ist der Nintendo-Präsident und CEO Satoru Iwata verstorben. Mit nur 55 Jahren. Seine Beerdigung wurde in einem Tempel abgehalten. Mehr als 4000 Freunde, Fans und Geschäftskollegen wollten ihm die letzte Ehre erweisen. Satoru Iwata ist der Vater von Spielen wie Super Mario Bros. Und Legend of Zelda. Wer der Nachfolger von Satoru Iwata ist bis jetzt noch unklar. So, kommen wir zum ersten kleinen Thema, nämlich Tomb Raider, der neue Teil. Das Erscheinungsdatum wurde nämlich veröffentlicht. Die Beta wird es am Anfang 2016 geben, doch das Spiel wird erst am Ende des nächsten Jahres erscheinen. Das ist ein herber Rückstoß für die Fans der Reihe, denn die haben sich natürlich auf den Nachfolger gefreut. Square Enix hat sich dazu geäußert, sie wollen möglichst viel Zeit in das Spiel investieren. Sie haben Angst, dass das Spiel nicht perfekt ist, wenn es rauskommt. Deswegen nehmen sie sich lieber Zeit, als minderwertige Ware auf den Markt zu bringen. Kommen wir zum Thema, was ich schon angekündigt habe, nämlich Counter-Strike. Professionelle Zocker müssen sich ja schon viel ergehen lassen, aber Dopingtests, zumindest dachten sich die Veranstalter des E-Sports League das und haben das jetzt eingeführt. So muss jeder Zocker, bevor er anfängt zu zocken, sich auf Doping testen lassen. Was haltet ihr davon? Schreibt es doch mal in die Kommentare. So, kommen wir zum letzten und großen Thema dieser Sendung, nämlich Payday 2. Dass ihr wisst, was Payday 2 überhaupt ist, hier ein kurzer Trailer. Rated M for mature. Payday 2 is a cooperative robbery game. It's actually much more of an RPG now than it was in the first game, which means that we've given you all these abilities to kind of customize yourself, customize your weapons, customize your masks, and really expand all the entire criminal experience into places that we had really wanted to go in the first game. Essentially, you are robbing banks or committing crimes in the way that one does. You rob pretty much everything. You're climbing the criminal ladder in essence, and you're doing it with hopefully you're doing it with your friends. So it's really sort of a cooperative criminal experience. There are a lot of different things that you can do because it's basically a bank robbery simulation. So, you're tying up hostages, you're getting people down on the ground, you're breaking into the vault, you're running down the street, you're getting back to the van, and there's an enormous variety of other things that you're doing in the course of your crimes. The entirety of the sort of role-playing system that exists is really all new. 4 different professions that the player can kind of customize their criminal. That's new. 30 missions. The fact that there's actually stealth now, so you can choose to go quiet, or attempt to go quiet. The safe house. The fact that you can customize weapons, and there's an entire loot system with masks and so forth. There's almost too much to name. All right, no civilian rich. On the ground, all of you, everybody. I think you just tripped the cameras. So co-op is the centerpiece of our experience. It's what Payday is kind of built around. It's really important to kind of collaborate and work with other people, otherwise your experience is going to be very, very difficult. You get more when you play with more people, so we're trying to incentivize people to play the way that we play here, which is together. All right, bring it to the van. But it really depends on who you're playing with and what your goal is. I think in essence everybody's just trying to get by as a criminal and have a good time. So
So I think, sometimes you're going to want to get away with all the bags. Sometimes you're going to want to make more money. Sometimes you're just content to get away with your life. That's the kind of the cool thing in Payday 2 is that you can make those decisions. So Payday 2 is really the full bank robbery fantasy. I think it's more than that. It's actually just almost a crime robbery fantasy. And we're trying to broaden our horizons in every possible way and give people the biggest, most exciting experience that they could have playing a robbery game. Das Hauptthema von Payday 2 ist eigentlich Bankraub. Also das, was GTA versucht hat mit den Heist-Updates. Man kann online mit Freunden oder auch einfach als Singleplayer mit KIs Banken überfallen und sich dann für die brutale und laute Variante oder für die leise und eher zurückhaltendere entscheiden. Auf dem Gebiet ist Payday schon seit mehreren Jahren der Marktführer. Mit dem erbeuteten Geld kann man dann seine Waffen oder sonstiges Equipment auf. Das einzige Negative, was bis jetzt in Erfahrung bringen konnte, ist, dass die Bots anscheinend relativ dumm sein sollen. Zumindest falls ihr euch Payday 2 holen wollt, es ist ab jetzt im Handel. Ich habe vergessen, ein Thema anzusprechen, nämlich will ich noch den Film Pixels erwähnen. Damit ihr wisst, worum es da geht, hier ein kurzer Trailer. Eine außerirdische Lebensform schickt uns zum Leben erweckte Videospiele, um uns anzugreifen. Pac-Man ist böse? Donkey Kong. Es kommt! Oh ja! Wir sind die Einzigen, die das können! Was, glaubt ihr, ich war früher nie in einer Spielhalle? Darf ich euch vorstellen? Der Erfinder von Pac-Man. Professor Iwata, was tun Sie da? Ich rede mit ihm. Er ist mein Sohn. Hallo, mein süßer kleiner Junge. Du bist aber gewachsen. Es ist so süß, er ist so niedlich. Jemand muss dieses blöde Ding aufhalten! Im Film Pixels geht es im Großen und Ganzen darum, dass Aliens aus dem Weltall gekommen sind, um die Welt zu zerstören. 5 mutige Retro-Zocker, inklusive Adam Sandler und Kevin James, versuchen sie aufzuhalten. Das ist sehr witzig, wenn ich mir überlege, dass Pac-Man die Welt erobern soll. Was haltet ihr von dem Film? Werdet ihr reingehen? In die Kommis bitte. Ciao, das war's dann auch schon, Leute. Abonnieren bitte, Like nicht vergessen. Ciao.